Kaum gewinnt die AfD an Fahrt und ist in den Umfragewerten gleich auf mit der SPD, zaubert das Deutsche Institut für Menschenrechte eine neue Analyse aus dem Hut. Schön, dass du da bist. Wir schauen uns jetzt die Süddeutsche Zeitung einmal an. Ich habe hier einen Artikel vorbereitet und zwar die Überschrift: Institut, Voraussetzungen für AfD-Verbot sind erfüllt. Die Süddeutsche schreibt: In der Analyse des Instituts, die den Titel trägt „Warum die AfD verboten werden könnte – Empfehlungen an Staat und Politik“, heißt es, es ist von elementarer Bedeutung für die Verteidigung der unabdingbaren Grundlagen der Menschenrechte und damit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, dass das Bewusstsein für die Gefahr, die von der AfD ausgeht, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch auf staatlicher Seite zunimmt und staatliche und politische Akteure entsprechend handeln. Okay, diese Analyse besagt nichts anderes, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte ganz klar der Politik empfiehlt, dort ein Verbotsverfahren anzustreben. Das DIMR, also das Deutsche Institut für Menschenrechte, ist die unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Das Institut wird aus dem Haushalt des Bundestages finanziert. Es stellt neben einem möglichen Parteiverbot in seiner Analyse auch andere Konsequenzen zur Diskussion. Etwa bei der Anwendung des Waffenrechts gegenüber AfD-Mitgliedern oder beim Disziplinarrecht, wenn es um Beamte, Soldaten oder Richterinnen geht, die die AfD unterstützen. Also nehmen wir das Ganze mal ein wenig auseinander. Das DIMR ist die unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution Deutschland. Also das Institut ist so unabhängig, dass es aus dem Haushalt des Bundestages finanziert wird. Das bedeutet schlussendlich nichts anderes, als dass die Altparteien dort die Macht haben, das Ganze zu initiieren. Wir dürfen nicht vergessen, wessen Brot ich esse, dessen Lied singe ich auch. Also ein Institut, das mit den Mitteln des Bundestages finanziert wird, ist in Wirklichkeit nicht ganz unabhängig. Diese äußerst unabhängige Analyse hat neben dem Parteiverbotsverfahren für die AfD noch weitere Konsequenzen, die sie der Politik offeriert. Und zwar geht es dabei um die Anwendung des Waffenrechts gegenüber AfD-Mitgliedern. Das bedeutet, gibt es AfD-Mitglieder, die zum Beispiel Sportschützen sind oder Jäger, dann wird ihnen waffenrechtlich die Erlaubnis entzogen. Sie können nicht mehr ihren Schießsport ausführen und sie sind keine Jäger mehr, weil ihnen die Waffen weggenommen werden. Warum sollen sie ihnen weggenommen werden? Auch wenn sich dieser Mensch niemals hat was zu Schulden kommen lassen. Er wurde überprüft und ist wirklich sauber. Es reicht einfach die Mitgliedschaft in der AfD, um diese Mechanismen in Gang zu setzen. So zumindest schlägt das Institut es der Politik vor. Es geht aber noch weiter. Neben dem Hobby oder der Berufung als Jäger gibt es noch was anderes. Und zwar das Disziplinarrecht. Wenn Beamte oder Soldaten oder Richterinnen die AfD unterstützen oder Parteimitglied sind, haben sie somit das Recht auf die Ausübung ihres Berufes, ihrer Berufung verwirkt. Sie können aus der Polizei, aus der Bundeswehr ausgeschlossen werden oder dürfen nicht weiter als Richter arbeiten. Das ist eine Katastrophe. Ja, ich wiederhole es nochmal. Wir reden hier von Menschen, die sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Und die werden dann vom Staat diskriminiert, nur weil sie Mitglieder in einer Partei sind, die nicht verboten ist. Und ich denke auch nicht, dass das, was die nach vorn schieben an Begründungen, wirklich ausreichend ist für ein Verbot der AfD. So einfach ist es zum Glück noch nicht. Aber weiter im Text. Der Autor der Analyse, Hendrik Kremer, betont, das Institut spreche sich nicht für einen Antrag auf ein Parteiverbot aus. Es gehe dem DIMR vielmehr darum, eine Leerstelle in der gesellschaftlichen und juristischen Debatte zu füllen. Natürlich, an dem Platz, wo die AfD kritisiert werden sollte, ist eine Leerstelle. Es ist keiner da, der die AfD kritisiert oder ihr auf die Finger guckt. Diese Leerstelle muss natürlich gefüllt werden. Alles klar. Und
Das Institut spreche sich nicht für einen Antrag auf ein Parteiverbot aus, aber diese Analyse trägt den Titel „Warum die AfD verboten werden könnte. Empfehlungen an Staat und Politik." Ja, vielen Dank auch für diese Info. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe das so. Die Umfragewerte der AfD sind in die Höhe geschossen und die Altparteien konnten das so nicht stehen lassen. Neben der guten alten Nazikeule musste man etwas anderes machen, um die AfD wieder zu diskreditieren, um die Menschen zu verunsichern, die sich für die AfD aussprechen. Hier wird auch ganz klar Menschen gedroht, die für den Staat arbeiten, seien es jetzt Polizisten, Soldaten oder Richter. Diese Menschen, die dem Staat gegenüber ein absolut loyales Leben führen, für ihn arbeiten, sollen eingeschüchtert werden, weil die Altparteien nicht möchten, dass sich diese Personen einer AfD zuwenden. Das kann nicht sein. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann diesen Kanal jetzt unbedingt abonnieren. Und vergiss auch nicht, jetzt dieses Video zu schauen. Wir sehen uns drüben. Bis gleich.